Ich glaube, jetzt haben wir die Schatzkiste gefunden. Hört mal. Ein Signal. Das geht von hier bis hier. Also das ist alles Signal hier. Mir tropft der Schweiß hier schon vom Hut. Es ist so bestialisch warm. Oh, oh Leute. Oh, Goldglanz. Herzinfarkt. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Flo und wir gehen zusammen wieder mit dem Metalldetektor hier auf Schatzsuche auf der gleichen Fläche wie in der letzten Folge. Ich erhoffe mir immer noch mittelalterliche Funde. Ich bin gespannt, ob wir heute Glück haben. Also ihr seid dabei. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Rabattcode versteckt. Da spart ihr nochmal 10% ab, 100 € Einkaufswert. Und wir starten in ein neues Abenteuer. Traditionell machen wir das erste Signal mal wieder live. Es war hier direkt wieder am Ackerrand, eine 86 und das ist hier schon in dem Aushub drin. Ja, es ist das erste Riesenstück Blei. Ja, gleich am Anfang wird die Fundtasche schwer, aber gucken wir mal, was noch so kommt heute. Oh, ganz oberflächliche 79. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Was ist das hier? Tatsächlich. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, es ist Müll. Ja. Ein 86er Doppelsignal hier. Okay, ich glaube, da kommen wir mit dem Pinpointer ran. Oh, ich sehe was Rundes. Es ist eine Münze, glaube ich. Oh, ja, es ist eine Münze aus der Nazi-Zeit. Die sieht eigentlich auch noch okay erhalten aus. Mal schauen, ich konserviere sie mal und dann gucken wir sie uns gegebenenfalls mal im Studio an. Erste Münze für heute. Ich begrüße euch hier auch nochmal aus dem Studio zur Fundschau des ersten Fundes dieses Suchtages und ich kann euch verraten, es werden noch so viele tolle Funde in diesem Video kommen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Wir gucken uns jetzt mal den ersten Fund an. Hier eine Münze aus der Nazi-Zeit. Hier handelt es sich um 10 Reichspfennig, wie ihr sehen könnt. Und dann drehe ich euch die Münze auch noch einmal um. Hinten erkennen wir dann auch noch den Krawallhaken, also das Hakenkreuz mit dem Reichsadler. Das können wir hier natürlich zeigen, weil es sich hierbei um eine Geschichtsdokumentation handelt. Und ich glaube, diese Münze stammt so aus dem Jahr 1940. Das kann man leider nicht mehr so hundertprozentig erkennen. Und dann machen wir weiter mit dem ersten Silberfund. Ich habe hier im Aushub irgendwo ein 86er Signal. Oh, 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 es ist rund, es ist eine Münze. Oh, die ist noch gut erhalten. Es ist Silber bzw. Billion.
Also ja, eine Silber-Kupfer-Legierung, wenn man so will, mit nur einem gewissen Silberanteil. Aber die ist noch richtig gut erhalten, können wir uns gleich im Studio anschauen. Sehr schön. Der erste Silberfund dieses Suchtages. Wir gucken drauf. Es handelt sich um eine schön erhaltene Münze, um einen Silbergroschen aus dem Jahr 1856. Dann sehen wir dort auch noch den Buchstaben für den Prägeort, nämlich A. Dabei handelt es sich um Berlin. Und dann drehe ich euch die Münze einmal um. Da sehen wir nämlich noch den Herrscherkopf und um wen es sich dabei handelt. Nämlich in diesem Fall um Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen. Der erste, aber nicht der letzte Silberfund. Machen wir weiter. Ich wurde hier gerade so richtig von einem Gewitter überrascht auf dem Feld. Boah, ihr seht es hinter mir noch. Richtig krass. Erstmal Ausrüstung ein bisschen in Sicherheit gebracht. Raincover drüber und dann Hochsitz. Oh. Das war echt gruselig hier so auf freier Fläche, sage ich euch. Meine Fresse. Aber jetzt scheint die Sonne wieder. Zum Glück. Oh, jetzt kann ich ein bisschen trocknen, weil ich bin auch ordentlich nass geworden hier hinten am Rücken. Alles nass. Oh, naja, wollen wir mal weiter gucken. Vielleicht war das auch das Gute oben, um noch irgendwie ein bisschen was Schönes zu finden heute. Wir haben die dritte Münze gefunden. Ich meine, es ist ein kleiner Scherf. 1500 und noch was. Ich weiß nicht, wie gut die noch erhalten ist. Die ist so ein bisschen verkrustet. Ich gucke mal bei der Reinigung und ja, gegebenenfalls schauen wir sie uns an oder wir sammeln weiter. Ich hatte tatsächlich heute auch ein bisschen mehr mit schönen Relikten gerechnet, sei es irgendwie Buchschließen oder sonst irgendwie was. Aber bis jetzt absolut tot sonst das Feld. Richtig ranzige, billige Knöpfe habe ich 2, 3 gefunden, nicht sonderlich alt und ein Arsenbronzeknopf. Ansonsten war es das tatsächlich bis jetzt, aber mal gucken, was noch geht. 91er Signal hier. Ich glaube ja schon fast, dass es wieder irgendwie eine Dose sein wird oder sowas. Okay, ich glaube, wir haben es hier auch schon in dem Aushub. Nein, nein, das ist rund, glaube ich. Es ist eine Münze. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ich wäre davon ausgegangen, dass das hier irgendwas aus Aluminium ist. Lag wahrscheinlich so weit oben. Ja, man kann auch noch was drauf erkennen. Also von daher sehr schön. 4. Münze heute. Mal gucken, was noch geht. Die nächste Münze, wir schauen drauf. Es handelt sich um ein Pfennig aus dem Jahr 1868 und wir sehen auch den Buchstaben noch für den Prägeort, in diesem Fall ein B. Das steht für Hannover und dann drehe ich euch die Münze einmal um. Da können wir in der Umschrift noch wieder erkennen, es handelt sich um 360 einen Taler, also 360 dieser 1-Pfennig-Stücke hätten einen ganzen Taler ergeben und dann machen wir weiter im Text. Soll nicht der letzte Fund gewesen sein, also bleibt auf jeden Fall dran. Ha, nach dem Gewitter ist das jetzt hier ganz schön windig geworden. Ich muss hier aufpassen, dass der Deckel mir nicht wegfliegt. Wir haben die nächste Münze. Die ist auf der einen Seite schon extrem prägeschwach und auf der anderen Seite verkrustet. Ich glaube aber, dass es sich hier um ein 4-Pfennig-Stück handeln könnte. Also hätten wir dementsprechend hier vielleicht die nächste Silbermünze. Ich gucke mal bei der Reinigung, aber ich glaube, da wird nicht mehr allzu viel passieren tatsächlich. Glaube nicht, dass wir uns die angucken werden, aber immerhin die nächste Münze. Vielleicht geht ja jetzt hier noch ein bisschen mehr. Meine Lieben, wir haben hier irgendwo das nächste Signal draußen. Da war schon was. Oh, 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 oh. Es ist eine Silbermünze, Leute. Der Wahnsinn. Richtig gut erhalten auch noch. Gucken wir uns gleich an.
Vielleicht kommen wir jetzt ja hier in so ein Areal vom Feld, was wirklich fundreicher ist ein bisschen. Also es kommt mir zumindest so vor. Ich bin sonst etliche Bahnen vor dem Gewitter gelaufen, wo nichts kam, wirklich gar nichts, außer Müll. Und ja, jetzt doch schon ein paar Münzen hier in relativ kurzem Abstand. Also wir sehen uns gleich im Studio und dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Die zweite Silbermünze für diesen Tag. Wir gucken drauf. Es handelt sich dabei um 6 Pfennig aus dem Jahr 1844 und wir sehen in der Umschrift 48 einen Taler, also 48 dieser 6 Pfennigstücke hätten einen ganzen Taler ergeben. Ich drehe euch die Münze nochmal um. Da sehen wir zum einen das Wappen hier vom Königreich Hannover und dann können wir auch noch wieder den Buchstaben für den Prägeort erkennen, auch wieder ein B. Wir wissen, das steht für Hannover und geprägt wurde diese Münze unter Ernst August I. Jetzt kommt hier wirklich Signal nach Signal. Wir haben die nächste Münze, ist auch noch ganz gut erhalten. Können wir gleich mal raufschauen. Die nächste Münze, der nächste Pfennig. Langsam wird es etwas gruselig und es wird noch interessanter, denn dieser Pfennig stammt aus dem Jahr 1858 und wieder können wir dort den Buchstaben B für den Prägeort Hannover erkennen. Also langsam, ich drehe euch die Münze auch noch einmal um, da sehen wir nämlich noch das Herrschermonogramm und diesmal ist die Münze geprägt unter Georg V. Also alles Münzen aus so ungefähr einer Zeitstellung. Münzen aus Hannover. Mal gucken, was noch passiert. Ihr seht hier vielleicht ganz im Bildvordergrund noch, das war das Loch, was wir eben hatten mit der Münze. Jetzt habe ich hier schon das nächste Signal, 2 Schritte weiter quasi. Ein 79er. Kommen wir da schon ohne Graben ran? Ja, definitiv. Schauen wir mal, was es ist. Oh, oh, Leute. Oh, Goldglanz? Nein. Herzinfarkt. Es sind 10 Rentenpfennig. Oh, ich dachte schon. Oh, diese Münzen, ne, die machen einen immer wahnsinnig bei der Schatzsuche. Ja, denkst du immer, hast du Gold, ne? Aber es war schon klar, als ich sie in der Hand hatte, zu leicht für eine Goldmünze. Jeder Sondengänger hat sie wahrscheinlich schon einmal gefunden, die Rentenpfennige. Und da rutscht immer kurz das Herz in die Hose, ob es nicht doch Gold ist. Aber nein, leider in diesem Fall Aluminium, Bronze. Wir gucken drauf. Hier in dem Fall handelt es sich um ein 10 Rentenpfennigstück. Und dann gucken wir uns die Münze auch gleich noch einmal von der Rückseite an. Da erkennen wir nämlich das Prägejahr, in diesem Fall aus der Zeit der Weimarer Republik, nämlich 1924. Und auch der Prägebuchstabe ist noch zu lesen, nämlich ein A, das steht in dem Fall für Berlin. Und dann machen wir weiter mit einem Fund, der auch wieder super erhalten ist. Ich glaube, jetzt haben wir die Schatzkiste gefunden. Hört mal. Ein Signal. Das geht von hier bis hier. Also das ist alles Signal hier. Was kann das wohl sein? Ja, dann wollen wir mal gucken, was das ist. Boah, das gibt's ja nicht. Mir tropft der Schweiß hier schon vom Hut. Es ist so bestialisch warm. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich werde das mal freilegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wahnsinnssignal hier. Ach, meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Hier guckt ein Draht raus. Den kann ich auch so nicht lockern. Ihr seht, wir sind hier auch schon auf dem anstehenden Boden. Da graben wir natürlich nicht weiter, weil da kommen wir in archäologische Schichten. Ja, und es scheint nur ein Draht zu sein. Komisch, was er so tief macht, aber das lassen wir auf jeden Fall drin.
Hier nochmal eine ganz oberflächliche, ja, springt so ein bisschen zwischen 73 und 78. Da brauchen wir auch nur den Pinpoint auf jeden Fall. Ja, die nächste Musketenkugel. Wird natürlich eingemessen, weil wir wollen natürlich hier auch alles an Funden dokumentieren. Schönes 84er. Okay, da kommen wir auch schon mit dem Pinpointer ran. Ja, es ist nochmal ein kleines Knöpfchen, Hohlknopf würde ich sagen. Ja, ein kleiner Knopf. Ein 90er Signal. Da bin ich ja äußerst gespannt, was das ist. Oh, ist das rund. Oh. Oh, dieser Erhaltungszustand. Leute, boah, wirklich krass. Schauen wir uns gleich im Studio an. Die nächste Münze, Wahnsinn. Die nächste top erhaltene Münze haben wir auf dem Tisch. Wir gucken drauf. Es handelt sich um ein 3-Pfennige-Stück. Auch hier wieder aus dieser Zeitstellung, aus dem Jahr 1843. Und dann drehe ich euch die Münze noch einmal um. Da sehen wir nämlich den Herrscher, und das sagt uns, woher diese Münze stammt, nämlich aus Mecklenburg-Schwerin unter Friedrich Franz II. Eine toll erhaltene Münze. Und dann machen wir weiter. Dann gehen wir wieder rüber ins Königreich Hannover. Wieder ein 83er, 84er. Das ist einfach zu gut, das machen wir auch mal live. Okay, wir haben es auch draußen hier. Es ist die nächste Münze. Oh. Ja, ich glaube, die ist nicht mehr ganz so gut erhalten wie die eben, aber mal gucken, was die Reinigung da noch rausbringt. Ja, die ist verkrustet auf jeden Fall. Und die Kruste blättert auch schon ab hier. Mal gucken, wie sie unter der Kruste noch ist. Ja, nächste Münze. Die nächste Münze war sehr stark verkrustet. Ich konnte die Kruste allerdings relativ gut ablösen. Deshalb können wir noch erkennen, um welche Münze es sich hierbei handelt. Deshalb schauen wir mal schnell drauf. Und zwar in diesem Fall um ein Pfennigstück aus dem Jahr 1855. Und dann drehe ich sie euch um. Da können wir nämlich noch das Herrschermonogramm erkennen. Und zwar handelt es sich hier um eine Münze unter Georg V. aus dem Königreich Hannover. Dann der nächste Fund, den ich machen konnte, war ich total am Rätseln. Mensch, was könnte das sein? Und mir ist dann aufgefallen, Mensch, ein bekannter Archäologe von mir hat darüber mal eine Publikation geschrieben. Also ein Fundstück, was wir auch zuordnen konnten, aber schauen wir mal erstmal rein. Ich habe hier nochmal ein 90er Signal. Sehr, sehr fein. Deshalb glaube ich, liegt es auch etwas tiefer. Wollen wir mal schauen. Vielleicht ein bisschen mehr hier am Rand. Okay, jetzt ist es weg. Gucken wir noch mal mit dem Pinpointer. Oh, das ist eine Münze, glaube ich, oder? Ja, große Kupfermünze, aber leider komplett blank.
Ja, da erkennt man leider gar nichts mehr drauf. Münze Nummer, ich glaube 11. Hammer. Schade, dass man da nichts mehr drauf sieht. Ja, hier habe ich jetzt noch mal einen interessanten Fund gemacht mit so einer Muschelverzierung. Aber wovon das Teil sein kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Sieht mir fast aus wie so ein Schließmechanismus. Wird es nicht sein, vielleicht einfach nur irgendwas Dekoratives, aber trotzdem ein interessanter Fund. Einen mysteriösen Fund, den wir machen konnten. Wir können schon einmal drauf gucken. Und ja, was vermutet ihr? Handelt es sich, wie ich zuerst dachte, vielleicht um eine Art Verschluss oder ist es vielleicht was Dekoratives? Also eigentlich ist beides richtig, denn es handelt sich hierbei um einen Teil des Verstellmechanismus eines Kerzenhalters. Aus der Biedermeierzeit, das ist ja so ungefähr um 1815 bis 1846. Die waren allerdings auch später noch teilweise bis ins 20. Jahrhundert in Gebrauch. Und ihr kennt das vielleicht aus alten Filmen, wenn Leute mit einem Kerzenständer durch das alte Haus liefen. Ja, da konnten sie mit die Kerze quasi rauf und runter stellen, dass die Kerze dementsprechend weniger Licht gemacht hat oder mehr Licht. Oder wenn sie halt auch langsam runtergebrannt war, konnte man sie wieder hochstellen aus diesem Kerzenhalter heraus. Zeige ich euch auch noch mal ein paar Bilderausschnitte aus der Publikation meines bekannten Archäologen. Hier an dieser Stelle schöne Grüße an dich, Arne, falls du zuschaust. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Münzfund. Könnt ihr sehen, was da liegt? Jetzt finden wir hier auch noch scheinbar Edelsteine bei der Schatzsuche. Das ist ja der Wahnsinn hier. Habe ich, glaube ich, von der Zeit schon mal gefunden. Genau das gleiche Stück. Hier ist oben leider abgebrochen. 2 Löcher drin. Ja. Fetter Klunker. Münze Nummer 12 ist da. Eine Zinkmünze. Sieht aber noch ganz ansprechend aus. Ich muss mal gucken, wie lange mein Kameraakku überhaupt noch hält. Aber was jetzt hier münzenmäßig zumindest geht, ist schon krass. Zu Beginn dieser Folge hatten wir bereits eine Münze aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und jetzt konnten wir noch mal eine Münze finden aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Wir gucken mal drauf. Auch hier handelt es sich um ein 10-Pfennig-Stück, diesmal aus dem Jahr 1917. Ich drehe sie euch auch noch einmal um. Da erkennen wir in diesem Fall nämlich noch den Adler des Deutschen Kaiserreichs. Und auch das soll nicht die letzte Münze gewesen sein. Dranbleiben, wir machen weiter. Ich habe mich schon gefragt, wann sie kommt. Wir haben Münze Nummer 13. Es ist der zweite Scherf für heute. Ich glaube, es ist eine Hohlprägung und sie sieht auch noch ganz gut aus. Da seht ihr die nächste Münze liegen. Es ist der nächste kleine Scherf, leider so ein bisschen gebogen. Da habe ich sie euch hingestellt. Die Scherfmünzen dieses Suchtages, in diesem Fall haben wir 3 Scherfmünzen finden können. Nicht mehr ganz so toll erhalten, eine noch ganz gut, die andere etwas zusammengeknickt, zusammengefaltet. Also da haben wir auf jeden Fall auch schon mal bessere Münzen gefunden. Und ich war echt wirklich einige Stunden auf diesem Feld unterwegs, war zwischenzeitlich nass geworden durch dieses Gewitter und dachte dann, komm, für diesen Suchtag reicht's, war auf dem Weg zum Rucksack. Und dann ist das passiert. Es ist echt so krass. Ich weiß nicht, wie lange der Kameraakku noch hält, deshalb habe ich jetzt die letzten Funde nicht mehr live gegraben. Ich war eigentlich gerade auf dem Weg zum Rucksack, weil ich sagte so, komm, jetzt reicht's für heute. Und das Feld belohnt mich mit einer weiteren Silbermünze. Oh, der Hammer. Gucken wir uns auch gleich an. Möchte man am liebsten gar nicht mehr aufhören, aber ich kann einfach nicht mehr. Die nächste Silbermünze, es war definitiv ein Suchtag, an dem man am liebsten nicht mehr aufgehört hätte zu suchen, aber irgendwann ist alles mal zu Ende. Aber wir gucken jetzt mal auf diese Münze drauf. Es handelt sich diesmal um ein 4-Pfennig-Stück aus dem Jahr 1837. Und dann drehe ich sie euch einmal um. Obwohl sie auf der Rückseite ein wenig prägeschwach ist, wollen wir da trotzdem einmal drauf schauen. Diese Münze stammt aus Braunschweig,
Kahlenberg Hannover unter Wilhelm IV. 1830 bis 1837, also nur ganze 7 Jahre geprägt, wenn ich das richtig recherchiert habe an dieser Stelle. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Das Like nicht vergessen, gerne den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht hast. Ihr könnt jetzt übrigens auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen, ist natürlich kein Muss, würde ich mich trotzdem darüber freuen. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos, wenn ihr sie nicht kennt, schaut da auch gerne rein. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung, da ist wie gesagt ein Rabattcode verlinkt. Ich sage vielen Dank fürs Ansehen, bis zur nächsten Folge, macht's gut.